Millionen Deutschen leiden an Angststörungen. Ängste, Agoraphobie, Panikattacken, soziale Phobie, generalisierte Angststörung. Woher kommt dieses Phänomen? Woher ist es entstanden und wie kam es dazu, dass in ganz Deutschland so viele Menschen unter Ängsten leiden? In meinem Video heute geht es um die Angst vor Schizophrenie. Leider hört man viel zu wenig auf YouTube oder auch auf Google über diese Störung oder diese Angst vor Schizophrenie. Ist Schizophrenie tatsächlich so gefährlich? Ist es so wahrscheinlich, dass ich Schizophrenie bekomme, wenn ich unter einer Angststörung leide? Und was ist an dieser Krankheit denn eigentlich so gefährlich? Ist diese Krankheit heilbar? Woher kommt sie? Um das alles geht es heute in meinem Video. Viel Spaß! Hallo und schön, dass du mal wieder eingeschaltet hast auf meinen Kanal Juan der Spanier. Mein Name ist Juan und heute geht es um Schizophrenie. Ich will aber nicht unbedingt nur darauf eingehen, was die Schizophrenie alles hat, sondern eigentlich mehr so explizit für Menschen, die Angst vor Schizophrenie haben. Also in diesem Video geht es eigentlich mehr so darum, warum haben so viele Menschen Angst vor Schizophrenie? Ich erlebe das ständig in meinen Coachings. Es ist, glaube ich, fast gar kein einziges Coaching vergangen, wo nicht einmal der eine oder andere mich mal gefragt hat, kann ich schizophren werden? Ich habe Panikattacken, ich habe Zwangsgedanken, ich habe das Phänomen Depersonalisation und Derealisation. Wenn du gerne wissen möchtest, was Depersonalisation und Derealisation ist, dann verlinke ich dir das oben in den i-Punkt, da habe ich ein Video dazu, das kannst du dir gerne auch noch ansehen. Aber woher kommt denn dieses Phänomen eigentlich, dass die Menschen so eine Angst vor Schizophrenie entwickeln, die eine diagnostizierte Angststörung haben? Ich habe selber ja auch an mir die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwann mal im Laufe meines Lebens eine Panikattacke entwickelt habe. Eine Panikattacke zu haben ist nichts Außergewöhnliches, Schlimmes oder eine schlimme Krankheit oder so. Es ist zunächst erstmal einfach nur ein Gefühlszustand. Für die Menschen, die in jungen Jahren das erste Mal eine Panikattacke entwickeln, ist es besonders gefährlich, weil sie dann oft meinen, sie haben eine Art Kontrollverlust. Oder in meinem Fall habe ich hier oben tatsächlich irgendeine Krankheit im Kopf. Sowas wie ein Hirntumor oder eine seltene Erkrankung, die keiner weiß. Und woher kommen denn diese Gefühlszustände? Warum kriegt man auf einmal so eine große Angst? Viele wissen nicht mal, woher sie Angst haben. Wenn man solche Gefühlszustände dann, weil man die Angst vor der Angst entwickelt und es dann immer wieder hat, dann kann es in nicht sehr seltenen Fällen dazu kommen, dass sich dann auch Zwangsgedanken einschleichen. Nicht immer so, kann aber passieren. Wenn man dann Angst hat, Panikattacken, Zwangsgedanken, die Gedanken, die sich immer wieder wiederholen und immer wiederholen, dann kann man dann irgendwann mal den Zustand bekommen, wenn man sich dann weiter da hineinsteigert und dann auch noch das Googlen anfängt, diverse Artikel liest, ich habe dies, ich könnte das bekommen, kann es dann dazu kommen, dass man früher oder später dann irgendwann mal an einen gewissen Artikel angelangt, der sich wie folgt nennt. Vorsicht, Promodalphase. Was ist das genau? Wenn es in Deutschland, wie ich es schon vorhin erwähnt habe, 6, 7, vielleicht 8 und die Dunkelziffer noch wesentlich höher ist, vielleicht meiner persönlichen Meinung nach 13, 14, vielleicht 15 Millionen Menschen gibt, die aktuell an einer behandlungsbedürftigen Angststörung leiden und sie dann auch noch dazu neigen, den ganzen Tag zu googeln und wie ich schon gerade gesagt habe, dann früher oder später zu diesem Begriff Promodalphase kommt, dann kann es dann dazu passieren, dass die Angst sehr groß wird und sich dann in eine nächste Panikattacke einschleicht. Aber was ist denn genau jetzt eine Promodalphase? Die Promodalphase ist ein medizinischer Begriff, der gerne in der Vorphase der eigentlichen Psychose verwendet wird, also in der schizophrenen Erkrankung. Der Höhepunkt der schizophrenen Erkrankung ist die Psychose, das muss man wissen. Das ist der Positivsymptom, die positiven Symptome. Dann gibt es noch die Negativsymptome. Sagen sich viele vielleicht, was sind denn eigentlich Positivsymptome? Gibt es da wohl schöne Symptome und da fühlt man sich gut? Nein, hat damit gar nichts zu tun. Positive Symptome werden in der Medizin gerne dazu verwendet, dass man da einfach dazu sagt, diese Krankheit hat diese positiven Symptome. Das bedeutet, es ist ein Gegenpol zu den negativen Symptomen, weil sie psychotische Symptome haben. Also Symptome von Wahnvorstellungen, Halluzinationen, bizarre Wahnvorstellungen und den Bezug zur Realität zu verlieren. Sogenannte Ich-Störungen treten dann typischerweise in den Höhepunkt der Psychose auf. Das bedeutet, Gedanken werden als die eigenen Gedanken nicht mehr wahrgenommen. Sie werden auch wahrgenommen, dass sie von außen eingegeben werden oder dass ein anderer sie ablesen kann oder dass ein anderer sie steuern kann. Das gehört dann alles zu diesen Ich-Störungen dazu. Dann kann es im weiteren Verlauf zu Halluzinationen kommen. Diese Halluzinationen sind tatsächlich echt. Die Betroffenen hören in den allermeisten Fällen
Stimmen. Sie hören Stimmen, so wie du mich gerade hörst. Bitte, es ist nicht zu verwechseln, dass man dann oft denkt oder glaubt, diese Stimmen sind Gedanken. Hat damit nichts zu tun. Diese Betroffenen nehmen sie tatsächlich wirklich real wahr. Jetzt kann es für einen Angstgestörten, wenn er solche Sachen liest und hört und so weiter, oh mein Gott, das ist ja furchtbar, wenn ich da Stimmen höre oder vielleicht auch in seltenen Fällen Gerüche wahrnehme oder auch etwas schmecke, was ich nicht schmecke, was alles auch zu den Halluzinationen dazu gehört, sehr verängstigend wirkt. Das kann natürlich sehr große Angst machen. Jetzt ist es tatsächlich so ein Phänomen, dass viele Menschen, die dann lesen in dieser Prämodalphase, jetzt komme ich zu den Minussymptomen, weil ich dazu noch gekommen bin, zu den Minussymptomen gehören diese Symptome, die praktisch gegenteilig von den Positivsymptomen sind. Diese Minussymptome sind typischerweise ähnlich wie bei einer Depression. Es kann zu sehr starken Antriebsmangel kommen. Das heißt, die betroffene Person hat keine Lust, seinen Alltag zu bewältigen. Hat unter Umständen auch keine Lust, sich anzuziehen, sich hübsch zu machen oder am sozialen Kontext draußen, in der Familie oder in jeglicher Art, auch Arbeit, Beruf etc., an dem Alltag des Lebens nicht mehr teilen und wahrzunehmen. Dazu können natürlich selbstverständlich auch Ängste dazu kommen. In manchen Fällen Panikattacken, Schwermut, Zwangsgedanken. Das sind alles Formen, kreisen, die in der Minus-Symptomatik vorhanden sind. Anfang des Videos hatte ich dir bereits gesagt, dass ich nicht zu stark auf die Schizophrenie bzw. auf die Psychose drauf eingehen würde. Aber ich habe mir trotzdem 4 der häufigsten und der allerbekanntesten Typen der Schizophrenie aufgeschrieben. Warum mache ich das? Um dir natürlich da auch eine richtige Begriffserklärung zu geben, damit du, wenn du tatsächlich so große Angst davor hast, und das ist tatsächlich auch der Sinn dieses Videos, dass ich dir versuche, diese Angst davor zu nehmen. Dass du nicht mehr so große Angst vor Schizophrenie hast oder gar am besten natürlich gar keine Angst mehr hast vor Schizophrenie. Eins vorweg, bevor ich zu den Begriffserklärungen bekomme. Sehr, sehr häufig wird die Schizophrenie, auch gerne in Hollywood, verwechselt mit der sogenannten multiplen Persönlichkeitsstörung, die heute auch anders genannt wird, nämlich die DIS. Das ist eine Störung, in der die Persönlichkeiten wechseln, Personen wechseln in einen sogenannten dissoziativen Persönlichkeitszustand. Das heißt, 2, 3, 4 oder mehrere Persönlichkeiten können in einer Person auftreten. Wenn du Interesse hast, dass ich dazu mal ein Thema mache, dann schreib es mir in die Kommentarbox, wäre natürlich auch ein sehr anderes Thema. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir zu den 4 Haupttypen der Schizophrenie. Die wohl bekannteste und am weit verbreitesten mit ca. 80% schätzt man aller schizophrenen Typen ist die paranoide Schizophrenie. Hast du bestimmt auch schon öfters gehört. Die paranoide Schizophrenie ist gekennzeichnet von Symptomen des Verfolgungswahns. Das bedeutet, man fühlt sich verfolgt. Man entwickelt sehr oft bizarre Wahnvorstellungen. Man wird beispielsweise von Jesus, Gott, Teufel, Außerirdischen überwacht, abgehört, sind dann sehr oft bizarre Wahnvorstellungen, wie zum Beispiel, man hört dann, wenn man die Steckdosen abzieht oder man macht die Rollos runter, setzt sich zurück und ist auch ein Unterschied zum Wahn und der fixen Idee ist hier nicht mehr gegeben. Ein Wahn ist gekennzeichnet von immer unkorrigierbaren Zustand. Bedeutet, die Person hat tatsächlich einen Wahn und ist davon überzeugt, Außerirdische verfolgen mich und das ist von Außenstehenden auch nicht mehr zu korrigieren. Zu dem zweiten Punkt, das ist dann tatsächlich die, von den 80%, was ich gerade erwähnt habe, dann circa 10, vielleicht 12% mehr sind es mit Sicherheit nicht, die sogenannte hepaphrene Schizophrenie. Die hepaphrene Schizophrenie ist in aller seltensten Fällen von irgendwelchen Halluzinationen wie jetzt oder paranoiden Schizophrenie, wo man dann auch die Stimmen hört und so weiter, neben den Wahnvorstellungen nicht so gekennzeichnet. Bei der hepaphrenen Schizophrenie ist es allerdings so, dass sich die Gefühle tatsächlich sehr stark vermischen können. Personen im Beispiel können bei einer Beerdigung willkürlich das Lachen anfangen oder gleichzeitig das Weinen und das Lachen. Sie fangen in unpassenden Situationen das Lachen an, kriegen Wutanfälle. Fangen das Weinen an, kriegen einfach Angst und so weiter. Das heißt, die Gefühlswelt ist in sich sehr innenstark, sehr stark gestört. Die Störung beginnt meistens im frühen Erwachsenenalter. Zwischen 20 bis 30 Jahren, bis zum 30. Lebensjahr, erreicht sie oft ihren Höhepunkt. Die Störung gilt bis heute als nicht heilbar. So schätzt man, dass zwar nur ein sehr, sehr kleiner Teil in der Psychiatrie untergebracht ist, der hepaphrenen Schizophrenie, allerdings
in den allermeisten Fällen leider dauerhaft. Kommen wir zum dritten Untertypus der Schizophrenie. Ich meine aber hier die psychogene Schizophrenie, das wäre der dritte Typus, das wäre die katatone Schizophrenie, habe ich hier auch aufgeschrieben. Die katatone Schizophrenie, die Gott sei Dank auch sehr, sehr selten ist, mit auch ca. 5, 6, 7, vielleicht 8% der Bevölkerung in Deutschland, mehr sind es nicht, ist gekennzeichnet von einem typischen selektiven Mutismus, wenn du schon mal was davon gehört hast. Das heißt, Personen ziehen sich tatsächlich zurück, sitzen in der Ecke und sind in sich gekehrt. Reagieren auch nicht auf Fingerschnipsen, sie sind nicht ansprechbar, sie sprechen nicht. Sie sind irgendwie in einer Art Innenwelt in sich gefangen und man weiß auch gar nicht, was die Person hat. Gegenteilig kann es plötzlich und urplötzlich dann dazu kommen, dass die betroffenen Personen sehr starke Erregungszustände bekommen im Sinne von, es kann dann sein, dass die Person, die vorher einen selektiven Mutismus gehabt hat, dann einfach plötzlich überschwingt in einen aggressiven Zustand und es vielleicht auf eine andere Person drauf geht und so weiter und dann auch angriffslustig ist. In seltenen und noch seltenen Fällen kann es in den sogenannten selektiven Mutismus zu starken Fieber auch kommen und in diesen Zuständen kann es dann dazu passieren, dass die Person tatsächlich auch lebensgefährlich in diesem Moment erkrankt ist und in so einen Zustand unbedingt zwingend nötig in eine Psychiatrie eingewiesen wird. Der vierte und der letzte Untertypus des schizophrenen Formenkreises, der bekanntesten schizophrenen Formenkreisen, ist die endogene Psychose. Die endogene Psychose ist immer von außen hereingegeben, also nicht psychogen wie die anderen Teile, die ich dir vorgeschrieben habe. Das passiert in den allermeisten Fällen durch Fremdeinwirkung, durch Drogenkonsum. Drogenkonsum sehr häufig indiziert sind zum Beispiel halluzinogene Drogen wie LSD, aber auch, Vorsicht, kann es auch passieren durch Marihuana, Cannabis und THC-Formenkreis. Und jetzt werde ich mal persönlich, ich habe dir jetzt hier die ganzen Begriffserklärungen erklärt, natürlich könnte man in die Materie noch viel, viel tiefer hineingehen und mit der Symptomatik und die Ursachen etc. Ich glaube aber, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig hier in diesem Video. Es geht ja, wie gesagt, hauptsächlich darum, dass du die Angst davor verlierst. Die Angst vor der Schizophrenie. Und wie ich es ja vorhin schon erläutert habe, Promodalphase. Ganz, ganz viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen, die unter Angst, Panik, Zwang leiden, haben diesen Begriff mit Sicherheit schon mal gehört oder auch Hypochonder. Na? Hypochonder gerade sind sowieso die Experten in sehr vielen medizinischen Dingen. Du hast diesen Begriff jetzt gelesen und in diesem Begriff stand es tatsächlich drin, wie ich es vorhin erwähnt habe, Vorsymptome. Und diese Symptome, die du da liest, die treffen unter Umständen oder mit sehr grenzender Wahrscheinlichkeit auch auf dich zu. Hat jetzt aber immer noch nichts damit zu tun, dass du tatsächlich eine Schizophrenie bekommst oder entwickelst. Einen Punkt nehmen wir schon mal raus, nämlich der vierte Punkt. Das war die exogene Psychose, Schizophrenie. Der letzte Punkt, den ich erwähnt habe. Das ist ja durch Fremdeinwirkung, LSD und so weiter, Drogen oder auch Cannabiskonsum. Wenn du so große Angst vor Schizophrenie hast, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, lass diese Substanzen jetzt erstmal weg oder am besten für immer, denn solche Substanzen braucht man nicht. Schau mal, also haben wir das schon mal geklärt, wenn du davor Angst hast. Also kannst du da schon mal keine Psychose bekommen. Tipp Nummer 2. Die meisten Menschen, die an einer Schizophrenie oder an einer Psychose erkranken, haben fast immer, nicht immer, aber fast immer, nahezu immer, irgendwo in der Familie schon einen erblichen Faktor. Man hat da schon immer irgendwas entdeckt. Also irgendwo hat es vielleicht der Vater, der Großvater, der Onkel oder sonst irgendwas eine Psychose oder einen schizophrenen Formenkreis etc. Wenn da jetzt bei dir nichts ist, dann ist die Chance auch sehr, sehr viel geringer. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Schizophrenie ist nicht unbedingt sehr selten, aber es ist 1% der Bevölkerung. Jetzt rechne mal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sein kann, dass du Schizophrenie tatsächlich bekommst, wenn es 1% der Bevölkerung ist. Tipp Nummer 4. Du hast Ängste, du hast Angststörungen, du hast Zwangsgedanken etc. Millionen, aber von Millionen, was ich am anderen Video am Anfang schon gesagt habe, haben Angst und Zwangsstörung. Und Millionen und Abermillionen haben Angst, dass sie Schizophrenie bekommen würden. Und nahezu niemand oder mir persönlich oder auch der Medizin ist nicht bekannt, dass ein Mensch, der eine Angststörung, eine generalisierte Angststörung, eine Sozialphobie,
eine Depression etc., Zwangsgedanken, Zwangsstörung, alles was in den neurotischen Bereich reingehört hat, was mit dem psychotischen Bereich nichts zu tun hat, weil es zwei verschiedene Erkrankungen sind, ist von mir nichts bekannt, dass einer von diesen Menschen schon mal von der Neurose in die Psychose gekommen ist. Jedenfalls nicht, solange es nicht durch Fremdeinwirkung, wie zum Beispiel irgendwelchen Substanzen, was ich dir davor gesagt habe, oder irgendwelche Medikamente, die dazu geführt haben. Wenn diese Punkte und auch der erbliche Faktor nicht gegeben ist, dann ist es doch schon mal sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du so eine Erkrankung entwickelst. Der nächste Punkt, ganz, ganz, ganz wichtig. Du hast so viel Angst davor. Weißt du, womit du deine Angst am meisten schürst? Ja, richtig. Mit diesem Googeln, mit diesem Promodalphase. Aber diese Symptome, lass das. Ich habe auch ein Video schon mal gemacht über das Googeln. Das kann ich dir unten in die Kommentarbox auch verlinken. Das kannst du dir gerne auch noch mal ansehen. Das Googeln ist wirklich schrecklich. Also ich bin sogar der Behauptung oder der festen Überzeugung, dass es so eine neue Krankheit ist. Man könnte es schon in den ICD reinstellen, als F 46.0 oder sonst irgendwie, was mit dann freier Platz gerade ist. Ich kenne jetzt den kompletten ICD-Code nicht auswendig. Aber Googeln ist schlimm. Googeln ist tatsächlich schlimm. Du fängst ja das Googeln an, du liest da und du treibst dich immer mehr in deine Angststörung hinein. Keine Sorge, du wirst dadurch keine Psychose entwickeln. Der nächste Tipp, du hast vielleicht schon oft gehört, dass es so 4 bis 5 Jahre dauert, dass man in dieser Promodalphase dann in die Psychose, in die Schizophrenie hineinkommt. Und jetzt denkst du dir, jetzt habe ich ja das ganze Zeug schon 3, 4 oder 5 Jahre schon an sich. Bin ich denn auf den Weg zur Psychose? Da kann ich dir einfach nur eins sagen. Geh doch mal zu deinem Psychiater oder auch zu einem Psychologen und lass dich mal beraten, ob du in der Promodalphase bist. Er kann es vielleicht auch nicht selber 100%ig abschätzen, ob du es jetzt bist. Aber vielleicht tut dir dieses Gespräch schon mal ganz gut. Du siehst aber schon, die Wahrscheinlichkeiten sind sehr, sehr relativ gering. Jetzt komme ich zum letzten Tipp. Der ist aber jetzt wahrscheinlich auch noch der beste Tipp von allen. Du fürchtest dich von einer Schizophrenie. Du fürchtest dich von einer Psychose. Weißt du eigentlich, warum du dich davor so fürchtest? Also eigentlich ist die Angst davor übertrieben und nicht nachvollziehbar. Warum? Denn wenn du tatsächlich und wirklich es so ist, dass du an einer paranoiden Schizophrenie oder einer Psychose erkrankst, dann kann man diese Erkrankung heute tatsächlich super behandeln. Wo ist das Problem? Außerdem haben Schizophrene, vielleicht von einer paranoiden Schizophrenie, vielleicht einen kleineren Leidensdruck als du, wenn du an eine extreme Zwangsstörung, Angst und Panikattacken hast. Denn das ist meistens so, dass das Umfeld mehr unter dieser Störung leidet als man dann selber. Sollte das der Fall sein, dann male dir mal das Worst-Case-Szenario aus. Das Worst-Case-Szenario wäre wie folgt. Setz dich mal hin, mach dir mal Gedanken und mal dir mal wirklich in Gedanken das Worst-Case-Szenario auf. Was ist, wenn ich in die Psychiatrie muss? Ja, dann kommst du eben in die Psychiatrie. Das ist nicht wie in Hollywood oder so wie früher in den 60er oder Jahren oder in S-Zeit oder sonst irgendwas. Hier festgekettet, Gummizelle und so, sodass du dir das nicht vorstellst. Das ist oft ein sehr, sehr angenehmer Ort, ein friedvoller Ort, wo Menschen sich um dich kümmern und mit dir sprechen. Du wirst dann Medikamente bekommen, die dir der Arzt anbietet. Unter anderem Neuroleptika oder atypische Neuroleptika, die du dann von ihm bekommst. Wenn du diese Medikamente bekommst, dann wird sich, so der Theorie, wie es die Medizin sagt, dort oben dein Dopaminspiegel, der dafür verantwortlich ist, der diese Halluzinationen bei der paranoiden Schizophrenie auslöst, runtergefahren. Bedeutet nichts anderes, der Dopaminspiegel geht runter und dadurch verschwinden dann auch die Symptome. Anschließend wirst du eine Psychotherapie bekommen, meistens in Form von einer Verhaltenstherapie. In der Verhaltenstherapie wird dir dann gezeigt, wie du mit diesen Symptomen umgehen kannst, wenn sie wieder kommen sollten. Bei ganz, ganz vielen Patienten kommen die Symptome nicht wieder zurück. Viele Patienten müssen diese Neuroleptika oder die atypischen Neuroleptika ein Leben lang nehmen, kommen aber mit der Erkrankung super zurecht, werden dann später in einer sogenannten Soziotherapie wieder mit eingegliedert und dann auch wieder auf den Arbeitsmarkt durch ganz tolle Maßnahmen der Bundesagentur etc. oder auch des Jobcenters wieder eingegliedert. Und das mit sehr, sehr großem Erfolg. Du hast Zwangsgedanken, du hast Panikattacken, du hast Depressionen oder sonst irgendwelche psychischen Erkrankungen, bist neu auf meinem Kanal. Ich habe ganz viele Themen, Videos auch zu diesen Themen. Schau dich ein bisschen um, ich kann es dir auch unten in die Kommentarbox verlinken. Ich hoffe, ich konnte heute meinen Beitrag dazu leisten,
dass ich dir zumindest etwas die Angst vor Schizophrenie oder Psychose nehmen konnte. Am besten wäre es natürlich, ich kann sie dir ganz nehmen. Wenn das der Fall sein sollte, schreib es mir bitte auch in die Kommentarbox. Wenn dir das Video gefallen hat, gib den Ganzen einen Daumen nach oben. Ich freue mich darüber. Teile es mit deinen Freunden. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, abonniere den Kanal. Ich bedanke mich bei dir. Dein Juan. Ciao.